Hallo, guten Tag, guten Morgen oder guten Abend, ihr lieben kreativen Menschen. Ich freue mich, dass ihr da seid zu einer neuen Folge von Stricken mit Calypso. Ich bin Calypso und ich begrüße euch hier auf meinem Channel, den ich seit letzten November aktiv mit Videos speise und freue mich sehr, dass ihr bei meinen Abenteuern dabei seid, denn ich stricke schon seit 20 Jahren und ja, freue mich, dass ich seit ein paar Monaten meine Projekte mit euch teile und dass ihr dabei seid. Ich habe euch vermisst, weil ich war im August nicht da, beziehungsweise habe ich nicht so in die Kamera gesprochen wie heute. Und ich freue mich, dass wir diesen Austausch jetzt fortführen und ich hoffe, dass euch die Videos, die ich im August für euch hochgeladen habe, euch gefallen haben und werde vielleicht nachher noch mal kurz auf die zurückkommen. Ja, was trage ich heute? Ich gucke immer kurz auf meinen Spickzettel, weil ich habe einiges für euch mitgebracht. Was trage ich heute? Ich trage Prototyp Nummer 1 von Cerise Top. Über Cerise habe ich schon mehrmals gesprochen in den letzten Monaten. Also geht euch gerne die vorherigen Videos anschauen oder schaut auf meinem Instagram oder Ravelry vorbei. Dieses Top war Prototyp Nummer 1. Das habe ich, wenn ich mich nicht täusche, vor 2 Jahren gestrickt. Und ja, ich trage es immer noch super gerne. Genau. Mehr Details dazu in den Videos, die ich vorher schon gemacht habe. Nächstes Thema, vielleicht haben sich einige von euch gewundert. Ich habe mir die Haare kurz geschnitten. Ganz kurz und bin super froh darüber. Ihr kennt mich ja jetzt noch nicht so lange, aber für meinen Freundeskreis ist das sind kurze Haare, so wie jetzt eher die Regel und die langen Haare, wie ich sie vorher hatte, eher die Ausnahme. Und deswegen bin ich froh, mein Ich zurückgefunden zu haben, denn so fühle ich mich viel wohler. Auch wenn ich mich schon ein bisschen gewundert habe über Kommentare hier und da von Menschen, die denken, sie können ihre Meinung sagen über, wie ich mich entscheide, meine Haare zu schneiden. Auf jeden Fall, ja, überwiegend natürlich positive Komplimente bekommen, aber auch 1, 2 seltsame Kommentare, wo ich denke, wir haben schon 2023, ich weiß nicht, gerne ein paar Bücher lesen oder sowas. Aber Hauptsache ich fühle mich wohl und ich bin super glücklich mit dem Haarschnitt und mein Bruder, als er mich beim Videoanruf gesehen hat, hat dann sofort gesagt, ach, du hast dir die Haare wie dein Idol geschnitten. Und ich war dann erst so kurz, welches Idol meinst du? Und er sagte dann, ja, deine Stricklehrerin, sie hat doch auch immer so kurze Haare gehabt, die Ute. Und ja, dein Strickidol, meinte er dann. Und dann ist, ja, stimmt. Die Ute ist also die Frau, die mir Stricken beigebracht hat, vor eben so vielen Jahren schon. Und wir haben immer noch eine enge und schöne Freundschaft. Aber vielleicht spreche ich ein anderes Mal mehr über sie. Wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen und schreibt es in die Kommentare. Zu den Videos, die ich im August gemacht habe, und zwar hoffe ich, dass ihr Spaß hattet, mit mir zusammen zu stricken und entspannen konntet bei dem Entspannungsvideo, das ich für euch gemacht habe. Und das zweite Video, das war ein Tutorial zu Folie Bleue. Da blende ich euch nochmal kurz ein Filmchen ein, wer oder was Folie Bleue ist. Und schaut euch gerne das Tutorial an. Da habe ich schöne positive Rückmeldungen von euch bekommen, also vielen Dank. Und ich freue mich sehr, wenn einige von euch da Inspiration darin finden und vielleicht etwas Ähnliches machen. Also viel Spaß dabei. Ja, während der letzten Wochen, ich hatte ein bisschen Urlaub, aber nicht die ganze Zeit. Und jedenfalls habe ich da Besuch bekommen von einer Freundin von mir aus Frankreich. Die Océane hat mich besucht und wir haben uns 2015, also schon sehr lange her, in Japan kennengelernt bei unserem Austauschsemester oder Auslandssemester. Und sie lebt eigentlich in Paris, aber hat sich jetzt entschieden, zurück nach Japan zu gehen. Und für mindestens ein Jahr, wahrscheinlich länger. Und hat mich vorher nochmal hier in Berlin besucht. Also das ist schon das 2. Mal, dass sie mich besucht. Und wir haben auch zusammen gestrickt. Denn in Japan habe ich ihr damals, schon sehr lange her, Stricken beigebracht, die Basics.
Und wir hatten Wolle gekauft. Ja, und sie hat den Schal, den sie angefangen hat zu stricken, ganz oft aufgezogen und wieder gestrickt. Und ich muss sagen, sie hat wirklich Fortschritte gemacht. Also ihre rechten und linken Maschen sehen sehr schön gleichmäßig aus. Aber sie wusste nicht, wie man einen neuen Knäuel ansetzt. Also wenn ein Knäuel aufgebraucht ist und dann eine neue Farbe ansetzt. Deswegen habe ich ihr das jetzt gezeigt, nach vielen, vielen Jahren endlich. Und ja, es ist gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt, ein neues Knäuel anzusetzen. Und dann hat sie ganz, ganz schnell weitergestrickt und auf der Rückfahrt im Zug auch noch sehr viel gestrickt und mir Fotos geschickt, die ich euch hier einblende. Und ja, es hat Spaß gemacht und Ocean ist nicht die erste Person, der ich Stricken beibringe, aber sie bleibt dran, trotz so vieler Jahre Pause und nochmal versuchen und so weiter. Ja, es macht Spaß, ich bringe gerne anderen Leuten Stricken bei, aber nicht jeder Person, weil es schon sehr aufwendig ist. Und ja, ich mir dann schon genau überlege, hat die Person da wirklich Lust drauf oder nicht? Und deswegen würde mich interessieren, habt ihr schon mal anderen Personen Stricken beigebracht? Und wie war das so für euch? Sind eure Lehrlinge dann auch dran geblieben und haben weitergemacht oder nicht? Ja, schreibt es doch gerne in die Kommentare, erzählt mal. Ich mache das gerne, anderen Personen Stricken beibringen. Ich habe das mindestens 5 oder 6 Personen beigebracht. Also die Basics, aber leider bin ich so oft umgezogen, dass ich jetzt niemanden an meiner Seite habe, dem ich Stricken beigebracht habe, aktuell. Also in meinem Alltag, denn seitdem ich jetzt in Berlin lebe, habe ich niemandem Stricken beigebracht und es hat mich auch niemand gefragt. Oder doch vielleicht so indirekt. Aber ja, so indirekt, aber ich war nicht so mega motiviert. Und es muss schon eine Person sein, wo ich das Gefühl habe, die bleibt dran und die sehe ich regelmäßig und so. Und dass ich da Lust habe, meine Zeit zu investieren. Also, ja, kann man schon so sagen. Wie geht's denn euch? Was denkt ihr darüber? Lasst es mich gerne wissen. Dann machen wir auch weiter oder steigen jetzt mal in die Materie ein, nach so viel Quatschen. Zeige ich euch meinen fertigen Pullover. Tada! Den hatte ich euch letztes Mal gezeigt auch, die 2 letzten Male schon gezeigt und der ist jetzt endlich fertig. Genau, den habe ich von oben nach unten gestrickt. Was ich jetzt seit letztem Mal noch gemacht habe, sind der untere Körper und die Ärmel stricken. Also ich hatte schon aufgeteilt, soviel ich weiß, letztes Mal für Ärmel und Körper. Und dann hatte ich aber kein Garn mehr, weil eben dieses Silberne und dieses Jeansblau, dieses Bouclé und das Gelb hier unten, das sind alles Restgarne gewesen, die ich alle selbst gesponnen habe, außer dieses Silberne und das Bouclé, das habe ich auch nicht selber gesponnen. Genau, das waren aber Reste und dann bin ich nur bis zu dem Aufteilung von Ärmel und Körper gekommen. Und ich wollte nicht einfach irgendein industriell hergestelltes Garn hier dazu machen und dazu verwenden, um das fertig zu stricken. Deswegen habe ich ein eigenes Garn dafür gesponnen. Und dieses Garn, da habe ich ein bisschen was übrig, das sieht so aus. Das ist Merino und Seide, wenn ich mich richtig erinnere. Und jetzt habe ich hier noch diesen Mini-Strang übrig. Also, das ist wirklich super schön geworden. Ganz, ganz weich. Und diesen Rest werde ich auch noch benutzen. Ja, ich bin super glücklich mit dem Ergebnis. Ich ziehe den einfach mal kurz an. Es ist natürlich gerade ein bisschen warm für diesen Pullover, aber ich zeige ihn euch einfach. Und also ich habe so halblange Ärmel gemacht und hier lange Rippen, wie hier unten am Körper auch lange Rippen. Ich finde dieses Garn, das ich selber gesponnen habe, ist wirklich sehr, sehr schön geworden. Hier kann man das gut erkennen auf dem Ärmel, die schönen Farben und es ist super weich.
Ich mag gerne, wie er sitzt, also er ist eher so cropped, ein bisschen länger als mein Bauchnabel. Und im Endeffekt habe ich Streifen gemacht und ich hatte euch ja erzählt, dass ich Intarsia in der Runde stricken wollte, aber das habe ich dann doch nicht gemacht, weil ich habe zwar schon mal Intarsia gestrickt und habe da auch Spaß dran, aber Intarsia in der Runde habe ich noch nie gemacht und ich habe mir Videos dazu angeschaut. Es wäre auf jeden Fall machbar gewesen, also es ist jetzt nicht kompliziert, die Technik, aber es ist einfach eine Fummelei. Und ich dachte, ich liebe es mir selber, das Leben komplizierter zu machen, als es notwendig ist. Muss nicht unbedingt sein. Und außerdem waren die verschiedenen Farben, also von diesem Gelb hatte ich nicht so viel, dass ich jetzt coole oder so Farbtupfer hätte machen können, die groß genug gewesen wären, dass sie auch gut zur Geltung kommen. Und deswegen dachte ich, am einfachsten ist es wirklich, ich mache Streifen und habe trotzdem diesen Farbkontrast und die Farben kommen einfach so gut zur Geltung, weil, wie gesagt, die Farbmenge, die ich von den einzelnen Knäuel hatte, war so gering, dass es einfach nicht so gut hervorgestochen wäre. Also dachte ich, ich lasse es lieber und mache einfach Streifen. Und hier habe ich dieses sehr lange Bündchen gemacht. Ja, was ich noch etwas speziell gemacht habe, und zwar hatte ich hier am Anfang diesen V-Ausschnitt. Ich habe das ja von oben nach unten gestrickt und den V-Ausschnitt gemacht. Also erst habe ich flach gestrickt, bevor ich es hier dann zur Runde geschlossen habe. Und ich komme ein bisschen näher an die Kamera. So, hier sieht man das ganz gut. Hier habe ich den V-Ausschnitt gemacht. Und was ich dann gemacht habe, und zwar der V-Ausschnitt war schon ziemlich weit und ich hatte noch ein bisschen von dem selbstgesponnenen blauen Garn, das ich ziemlich toll fand. Und ich bin auf die Idee gekommen, einfach auf der inneren Seite hier an den linken Maschen aufzunehmen und hier eine zweite Schicht reinzustricken. Also hier wie so ein Halsband oder so ähnlich, hier drum herum und bin dann auch etwas hier über das ursprüngliche Bündchen drüber hinweg gegangen und habe das hier auch zusammengestrickt. Also als dieses Bündchen, das ursprüngliche Bündchen am Halsausschnitt und dieses Band hier auf derselben Höhe hier waren, habe ich an dem ursprünglichen Bündchen hier Maschen aufgenommen und dann mit der 3-Nadeltechnik zusammengestrickt und hier dann dieses zweite Bündchen hier rangestrickt. Dieses obere Stück hier. Weil der Halsausschnitt, der hatte auch nicht so viel Form und der hatte nicht so gut, so viel Halt und der stand nicht so gut. Und ja, außerdem hatte ich Lust, das einfach so zu machen. Genau, hatte ich dann hier dieses Band und was ich dann noch gemacht habe, oder was habe ich zuerst gemacht? Erst habe ich das Bündchen am V-Schnitt hier gestrickt. So, mit dem gelben Garn, was ich selber gesponnen habe und so ein bisschen blau auch gemischt. Und danach habe ich hier dieses Band innen dran gestrickt und es hier zusammengestrickt und noch etwas höher gestrickt. Ich hoffe, man hat es einigermaßen verstanden, was ich erklärt habe. Und ja, hier hat man jetzt diese kleine, also sieht man immer noch schön den V-Ausschnitt und hat hier diese kleine Öffnung. Also ich könnte hier vielleicht eine Kette tragen oder es einfach so lassen. Also ich finde, es sieht eigentlich ziemlich cool aus, dieses Element. Das ist ja schon wie so ein Halsband, wie so eine Halskette. Und sitzt einfach richtig gut. Und hier findet man einfach das Gelb wieder, was auch hier unten zu sehen ist. Ja, finde ich toll. Vielleicht wollt ihr es kurz von hinten sehen. So sieht der Rücken aus. Ziemlich warm da drin. Es ist schon ein sehr warmer Winterpullover, den ich wahrscheinlich einfach so tragen werde mit einem Top drunter, so wie jetzt. Oder vielleicht auch mit einer Bluse darunter. So, das war mein fertiges Objekt. Ich freue mich richtig drauf, das zu tragen und vielleicht auch demnächst Fotos zu machen für mein Instagram. Okay. Ich
ziehe mich wieder an, damit ich hier nicht so nackig bin. Ich möchte noch hinzufügen, von diesem Garn hier, diesem so türkis, ein bisschen grünlichem Blau, blauen Garn habe ich noch circa 100 Gramm übrig gehabt. Ich hatte ja 300 Gramm bestellt und dann gesponnen. Circa 100 Gramm habe ich übrig und ich habe auch schon was damit angefangen, aber das zeige ich euch lieber beim nächsten Mal, weil sonst wird dieses Video ein bisschen lang. Aber ihr könnt gespannt sein, es wird also noch ein Accessoire hier zu diesem Pullover geben. Ja, ich möchte euch noch erzählen, dass ich den Pullover für meine Nichte fertig gestrickt habe, aber der ist schon über alle Berge, den habe ich schon verschickt, weil meine Nichte im August Geburtstag hatte und er war doch pünktlich fertig. Aber ja, jetzt habe ich ihn nicht mehr da, um ihn euch zu zeigen, aber ich kann euch ein Video hier einblenden, das ich dann aufgenommen habe, kurz bevor ich es verschickt habe, damit ihr sehen könnt, wie ich das fertig gemacht habe und ja, wie der kleine Pullover aussieht. Dann kann ich euch auch noch Fotos einfügen von dem Pullover. Und was ich noch gemacht habe, ist, dass ich einen Rock angefangen habe zu stricken, eben schon vor ein paar Wochen. Und damit ihr nicht die ganze Konstruktion und was ich mir da überlegt habe, verpasst, ja, habe ich das damals auch gleichzeitig aufgenommen mit dem Pullover für meine Nichte. Also blende ich das jetzt ein, diesen kurzen Ausschnitt. Ich sehe euch auf der anderen Seite. Bis gleich! Ich zeige euch kurz den Pullover, den ich für meine Nichte gestrickt habe, bevor ich den wegschicke und mache euch auch ein kurzes Update über den Rock, den ich gerade stricke. Und ja, also ich fange einfach an mit dem Pullover. Hier ist das kleine süße Teil. Letztes Mal hatte ich diesen oberen Teil hier gestrickt, diesen gestreiften Streifen. Und was ich verändert habe an dem kleinen Pullover, ist, dass ich die Rippen, die ich am Halsausschnitt gemacht hatte, abgeschnitten habe. Ich hatte nämlich die Maschen italienisch abgekettet mit der Wollnadel und das ist ziemlich aufwendig und kompliziert von Hand Masche für Masche wieder aufzuziehen. Also habe ich das einfach abgeschnitten, weil ich den Eindruck hatte, dass es ein bisschen zu schmal ist. Und ich hatte auch keine Lust auf Rippen mehr. Ich dachte, Rippen passen nicht so gut zu diesem kleinen Pullover und irgendwie findet man im Stricken überall Rippen. Da wollte ich lieber was anderes machen und ich finde es ganz süß, wenn die Ränder die sich so einrollen. Was ich also gemacht habe, ist einfach ein paar Runden glatt rechts noch gestrickt und hinten habe ich ein paar Runden auch hin und zurück gestrickt, damit hier so eine kleine Öffnung ist und der Kopf besser durchpasst. Genau, was ich hier noch machen werde, damit es auch sicher gut sitzt und nicht von den Schultern fällt, weil vorher war es zu schmal und jetzt kann es sein, dass es ein bisschen weit ist, der Halsausschnitt. Was ich machen werde, ist so einen durchsichtigen Gummi reinzunähen durch die oberen Reihen und das ist ein ganz, ganz dünner elastischer Faden. Den werde ich hier oben reinnähen, um dem hier ein bisschen Stabilität zu geben, damit es besser hält auf den Schultern von meiner Nichte. Und genau, ich habe den Pullover jetzt schon gewaschen und gespannt. Es sieht wirklich süß aus. Ich habe mich jetzt doch dagegen entschieden, überall Streifen zu machen. Es war mir dann doch zu viel, 1000 Fäden zu vernähen. Also habe ich jetzt einfach die Teile jeweils in einer Farbe gemacht, also das heißt, ich habe hier an der unteren Kante Maschen aufgenommen. Man sieht also diese dunkelblaue Reihe. Das ist diese dunkelblaue Runde. Es ist eine Runde gestrickt. Diese dunkelblaue Runde habe ich in links gestrickt. Und dann das versteckt nämlich ein bisschen das Maschenaufnehmen, wenn das an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so gleichmäßig gelingt. Und dann habe ich, wie bei einer ganz klassischen Rundpasse, Ärmel und Körper voneinander getrennt. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich den einen Ärmel pink gemacht, den anderen grün. Und von dem dunkelblau hatte ich noch am meisten Garn. Das habe ich eben für den Körper verwendet. Und das eben auch so abgekettet, so dass sich die Maschen eben einfach, oder die Kanten hier ein bisschen einrollen. Das finde ich ganz süß. Und
ja, es ist fertig und ich hoffe, dass es ihr passt. Also ich glaube, dass dieser Streifen hier in der Mitte, der an den Schultern sein wird, etwas zu breit ist. Und vielleicht ist er gerade noch ein bisschen zu groß, der Pullover, weil sie jetzt erst 2 Jahre alt wird. Und wenn ihr dieses Video seht, dann hat sie das hoffentlich schon einmal anprobiert. Ja, genau. Aber es ist ja für jetzt Herbst, Winter, deswegen ist es auch ganz gut, wenn es ein bisschen zu groß ist. Aber ich glaube, dieser Streifen hier ist eindeutig ein bisschen zu breit. Den hätte ich wirklich 3 Zentimeter schmaler machen können. Dann würde das wahrscheinlich besser passen. Mal sehen, wie es so mit der Bewegungsfreiheit aussieht bei der Kleinen. Aber das Resultat ist auf jeden Fall super süß geworden. Es sieht richtig, richtig süß aus. Und ja, ich hoffe, dass es ihr auch gefällt. Es war noch ein ganz kleines bisschen was übrig. Damit habe ich eine Mütze gestrickt, von der ich euch hier ein Foto einblende. Denn das war so wenig übrig. Die Mütze ist so klein geworden, dass sie meiner Nichte nicht passen wird. Aber ein Freund von mir hat vor kurzem ein Baby bekommen und da passt die Mütze auf jeden Fall sehr, sehr gut. Der Kleinen, das ist auch ein Mädchen und ja, der hat die Mütze auch schon bekommen. Deswegen füge ich euch hier einfach ein Foto ein von der Mütze. Die ist also ganz simpel geworden. Das war in ein paar wenigen Stunden gestrickt. Und ja, da konnte ich noch jemandem eine Freude machen, denn für meine Nichte ist die Mütze einfach zu klein geraten. Als nächstes zeige ich euch den Rock, den ich gerade stricke, passend zu meinem Emily-Pullover. Von dem füge ich euch hier ein Foto ein. Den Rock findet ihr auch auf meinem Ravelry. Nein, den Emily-Pullover findet ihr auch auf meinem Ravelry, wenn ihr den gerne nachstricken möchtet. Das ist der passende Rock dazu. Der sitzt so ungefähr unter dem Bauchnabel, also etwas höher als der alte Rock, den ich hatte, aber der eben schon sehr abgenutzt ist. Und den habe ich etwas anders gemacht, weil den alten Rock habe ich von unten nach oben gestrickt und den hier stricke ich von oben nach unten. Und was ich gemacht habe, ist provisorische Maschen anzuschlagen, hier mit der Häkelnadel, und dann habe ich 10 Runden hier gestrickt. Danach habe ich hier eine Runde linke Maschen gestrickt. Man sieht hier die kleinen Bommelchen von den linken Maschen, die kleinen Hobel von den linken Maschen. Und dann habe ich hier vorne für die Gürtelöffnungen Folgendes gemacht. Und zwar ist es nämlich, also nach der Runde linke Maschen, habe ich noch eine Runde rechts gestrickt. Und ich habe dann gesucht, ob man vertikale Knopflöcher über 10 Reihen machen kann oder Runden. Aber das ist unmöglich. Also über 3 oder 4 Runden würde das noch funktionieren, aber mehr auch nicht. Deswegen habe ich das genauso gemacht wie beim alten Rock, wenn ich mich nicht täusche. Und zwar habe ich diesen Teil hier, also ich glaube, es sind ungefähr 20 Maschen. Hier habe ich mit einem Knäuel gestrickt, da habe ich eben 10 Reihen gestrickt. Also von diesem Loch zu diesem Loch habe ich hier dieses kleine Stück gestrickt. Und dann habe ich mit einem anderen Knäuel den ganzen Rest vom Bund hier gestrickt, eben hin und zurück. Und dann habe ich, um das hier wieder zu schließen, habe ich eben mit einem Knäuel dann wieder in der Runde eine Runde gestrickt. So hatte ich eben diese 2 großen Öffnungen, wo dann später der Gürtel hier durchpasst. Und dann sitzt hier in der Mitte auf diesem mittleren Teil die Schnalle von dem Gürtel auf. Genau, und dann kommt die hier raus. Erstens hält der Rock dann einfach, sitzt der, wo er sitzen bleiben soll, und sieht auch dekorativ aus, wenn man hier vorne noch die Schnalle hat von dem Gürtel. Genau, diese Öffnungen werde ich hier sicherlich noch verstärken, weil die sonst vielleicht sich schnell abnutzen, wenn ich da den Gürtel die ganze Zeit rein und rausziehe. Weil ich den natürlich nicht nur bei diesem Rock benutze, sondern auch mit Hosen trage, und deswegen werde ich die Öffnungen hier noch verstärken mit demselben Garn. Dann habe ich den provisorischen Maschenanschlag hier eben aufgemacht. Also ich hatte praktisch ein Band, mit 20 Runden, und habe den provisorischen Maschenanschlag hier aufgemacht und mit den Maschen und auf eine Nadel übertragen die Maschen. Die Maschen, die eben an der anderen Kante
waren, habe ich dann mit den Maschen vom provisorischen Anschlag eben zusammengestrickt, sodass ich das hier eben zusammengelegt habe und ich jetzt diesen Schacht hier erhalten habe. Ja, dann hatte ich nur noch die Maschen, die ich eben gebraucht habe, auf der Nadel und diesen Schacht. So habe ich dann weiter runter gestrickt und das ist hier der Maschenmarkierer für die Mitte vorne. Und ich habe Maschen zugenommen, denn ich habe am Anfang weniger Maschen aufgenommen als bei dem alten Rock, weil er sich auch dehnt mit der Zeit. Da ist Baumwolle drin, der sollte ein bisschen wachsen. Und was noch? Ich habe dann verkürzte Reihen auch gemacht am Po. Mit denen war ich aber nicht so ganz zufrieden, weil dann bei diesem ganz glatten Garn, das von GGH Volante, das Garn, also dasselbe wie für den Emily Pullover, und das ist eben ein ganz, ganz glattes Garn, ohne Struktur, es ist überhaupt nicht haarig oder sowas, deswegen, und es ist weiß, das heißt, man sieht wirklich alles da drin, und es ist eher dünn, also ich stricke es mit einer 3 mm Nadel. Auf der einen Richtung, da sieht man die verkürzten Reihen fast nicht, also da, wo ich die Doppelmaschen zusammengestrickt habe, also wenn ich das so in die Kamera halte und dran ziehe, dann sieht man die schon, aber es ist sehr diskret, während auf der anderen Seite, wo die Maschen eben in die andere Richtung liegen, sind eben kleine Löcher entstanden und naja, ich habe das zweimal gemacht. Ich bin immer noch nicht so ganz zufrieden damit, aber das erste Mal habe ich deutsche, also German Short Rows gemacht. Wer weiß, warum die so heißen. Auf jeden Fall war ich damit gar nicht zufrieden. Und das sind die verkürzten Reihen, die ich normalerweise meistens mache, aber das hat man sehr doll gesehen. Das heißt, ich habe alles nochmal aufgezogen und dann verkürzte Reihen mit einem Umschlag gemacht, um die Doppelmasche eben zu kreieren. Und das ist schon besser, aber trotzdem sieht man das etwas und ja, das ist vielleicht auch ein bisschen mein Perfektionismus. Ich glaube, ich werde da vielleicht ein bisschen mit der Wollnadel dann das Loch dann einfach zunähen, damit man es nicht sieht. Aber ja, also ganz unsichtbar kann es nicht sein, verkürzte Reihen, weil man macht da einfach ein Manöver und das sieht man dann. So wie Zunahmen, also es gibt ja super viele verschiedene Arten, Zunahmen zu machen, aber ein bisschen sieht man das einfach, wenn man sich auskennt und sucht, so wie ich, und ein bisschen perfektionistisch ist, dann sieht man das einfach minimal. Aber das kann ja auch dekorativ sein, deswegen ist das schon okay. Und ich werde dann noch mehr Maschen zunehmen, weil er jetzt gerade schon eng anliegt. Und was noch? Und wahrscheinlich noch ein zweites Set an verkürzten Reihen machen, weil dieses Set an verkürzten Reihen eher so an der Hüfte am Anfang vom Po liegt und jetzt noch ein zweites Set. Ich habe jetzt nochmal Maschen zugenommen und jetzt muss noch ein zweites Set an verkürzten Reihen dahin, wo mein Po am prominentesten ist. Genau. Also ich freue mich dann, wenn der fertig ist. Das ist ein super Projekt zum einfach entspannen und nicht so viel nachdenken, aber ich darf dann meine Zunahmen nicht vergessen. So, jetzt geht es dann auch wieder zurück. Ich hoffe, euch hat dieser kurze Abschnitt gut gefallen. Der Pullover für meine Nichte ist gut angekommen und zu dem Rock gehe ich gleich weiter. Und zwar zeige ich euch erst den alten Rock, den ich schon vor bestimmt 10 Jahren oder länger mal gestrickt habe. Und der ist schon ziemlich abgenutzt. Also ich habe den wirklich viel getragen. Ich trage ihn auch noch, er ist schon noch in Ordnung. Aber ich glaube, ich werde es demnächst wahrscheinlich an einen Secondhand-Shop einfach verschenken. Denn man sieht schon hier so ein bisschen Peeling. Ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera erkennt. Aber ja, ich hatte einfach Lust, den neu zu stricken, weil das ein Rock ist, der eben passend zu meinem Emily Pullover sein soll. Und dieser Pullover ist ja ganz neu. Den habe ich erst vor einem halben Jahr fertig gestrickt. Und ich sehe das auf jeden Fall, wenn andere Leute wahrscheinlich nicht. Aber wenn ich diesen abgenutzten Rock mit diesem neuen Garn zusammentrage, dann ist es für mich nicht so ideal. Es war an der Zeit, mir einen neuen zu stricken und hier ist der Rock. Er ist schon fast fertig. Ich muss jetzt nur noch unten die Maschen italienisch abketten. Der Schnitt ist also anders geworden.
Den alten Rock habe ich eher so an der Hüfte getragen und den hier unterm Bauchnabel. Ja, das mit dem Gürtel hier habe ich euch schon alles erklärt. Er ist jetzt also um einiges länger geworden. Ich habe im Endeffekt zweimal verkürzte Reihen gemacht. Einmal hier oben und dann habe ich ein bisschen gestrickt, so circa 10 cm und dann nochmal verkürzte Reihen gemacht. Er ist ziemlich eng anliegend, also eng anliegender als der andere. Wahrscheinlich werde ich den erst ein bisschen tragen müssen, dass er sich ein bisschen lockert und nicht ganz so eng sitzt. Ja, also wie gesagt, ich muss hier unten nur noch die Maschen abketten. Italienisch an dem schönen Rippenbündchen hier. Und dann ist er auch schon fertig. Aber so ist halt einfach wie so ein Schlauch und Zunahmen und hinten verkürzt rein an mehreren Stellen und hier dieser spezielle Bund. Ja. Und kann euch hoffentlich oder vielleicht nächstes oder übernächstes Mal den fertigen Rock dann zeigen. Vielleicht als Outfit zusammen mit dem Pullover. Dann komme ich auch schon zu meinem letzten Projekt für heute, was ich euch zeigen möchte. Und zwar habe ich endlich den Pullover aus diesem Heft von Mary Wallin angeschlagen. Und das Design heißt Dana. So sieht es aus. Ich habe nicht das originale Garn gekauft, denn das gibt es nur in 50 Gramm Knäuel, was für Intarsia auch, was für Colorwork natürlich sinnvoll ist. Also hier sind die ganzen Farben, die ich gekauft habe. Ich habe Woven Felted Tweed gekauft, das sind 50 Gramm Knäuel, aber denn das Originalgarn von Mary Wallin, da waren 25 Gramm so teuer wie 50 Gramm von der Woven Felted Tweed. Außerdem kenne ich die Woven Felted Tweed schon, weil ich die schon mehrmals verstrickt habe. Und es ist wirklich ein super, super Garn, was ich empfehlen kann. Also hier sind alle Farben. Das Einzige, was jetzt auf mich zukommt, was ein bisschen anstrengend wird wahrscheinlich, ist die Farben wieder richtig zuzuordnen, weil bei der Wollnerin im Wollgeschäft hier in Schöneberg haben wir das eben zusammen gemacht, dass wir die Farben zugeordnet haben und den passenden Ersatz für die Originalfarbe herausgesucht haben. Aber ich habe das nicht in dem Moment aufgeschrieben, was ich vielleicht hätte machen sollen, weil jetzt muss ich wieder die Originalfarben suchen online und das wieder so zuordnen. Ja, ich hoffe, dass es nicht allzu mühsam wird. Aber das sind auf jeden Fall die schönen Farben. Und dieses Türkisblau hier, das ist die Hauptfarbe. Und da zeige ich euch jetzt, wie weit ich gekommen bin. Tada! Also, es ist ein Pullover, den man in der Runde strickt, von unten nach oben. Das ist also hier der untere Teil. Ich habe Größe S angeschlagen. Stricke ich schon zum zweiten Mal, denn ich habe erst Größe M angeschlagen. Normalerweise habe ich bei Mary Wallin eher Größe M. Aber ja, es war einfach zu groß und dann musste ich alles nochmal aufziehen. Außerdem hatte ich eine Maschenprobe gemacht, aber ich empfehle euch auf jeden Fall eine Maschenprobe zu machen. Aber manchmal, wenn es nicht auf die Masche genau identisch ist, dann kann man schon kleine Überraschungen erleben. Vor allem, wenn man zu faul ist, ganz genau zu rechnen. Ja, ich hatte, glaube ich, 1 oder 2 Maschenunterschied zur originalen Maschenprobe und dann war M einfach zu groß. Also bin ich jetzt bei S und ich glaube, das wird sich mit dem Tragen auch einfach lockern und auf jeden Fall groß genug sein. Ja, jetzt muss ich hier noch ein paar Zentimeter stricken, vielleicht so 5 Zentimeter und dann fängt auch schon der Colorwork-Teil hier an. Es gibt nämlich ein Colorwork-Teil, bevor man Ärmel und Rundpasse zusammentut. Das heißt, ich stricke jetzt erstmal dieses Blau fertig und dann werde ich die Ärmel machen und danach das Colorwork an den Ärmeln und das Colorwork hier und danach alle 3 Teile, also beide Ärmel und die Rundpasse zusammentun auf eine lange Nadel und dann die Rundpasse hochstricken. Ja, ich finde die Konstruktion ganz interessant, also ich glaube,
Ich bin es eher gewohnt, Colorwork Pullover oder Pullover überhaupt in der Runde stricke ich meistens eher von oben nach unten als von unten nach oben. Aber es geht natürlich auch andersrum, also es macht eigentlich keinen großen Unterschied. Ja, das heißt, man hat erst den ganzen langweiligen Teil oder den spannenden Teil am Anfang und dann der Teil, der Spaß macht, kommt dann danach. Ja, und ich freue mich schon richtig auf das Colorwork. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für die unter euch, die gerne Colorwork stricken, wenn ich diese Charts, die Strickschriften mir angucke im Buch und die ganzen Farben, dann habe ich da schon richtig Lust drauf und bin schon aufgeregt, weil ich mich freue, die ganzen Farben da zusammen zu stricken und ich finde das so richtig meditativ und es ist fast wie so Malen, also es macht auf jeden Fall super Spaß. Ja, hier bin ich also und ich habe jetzt eine Veränderung gemacht und zwar Marie Wallin schlägt die passende Maschenanzahl für die Größe an, die ich jetzt brauche und dann strickt sie hoch bis vor dem Colorwork und in der Runde, bevor man den Colorwork anfängt, nimmt man je nach Größe, aber in meinem Fall glaube ich 18 Maschen auf einmal in einer Runde zu, natürlich gleichmäßig verteilt, aber das fand ich jetzt nicht so ganz gut, also es ist man braucht die Maschenanzahl für das Colorwork und vielleicht auch für die Oberweite, aber ich fand es besser, nach und nach hier an den Seiten alle 5 cm auf jeder Seite immer eine Masche zuzunehmen und dann werde ich wahrscheinlich noch 8 Maschen oder so auf einmal verteilt in einer Runde zunehmen müssen. Mal sehen. Fand ich jetzt besser, die Zunahmen ein bisschen mehr zu verteilen, als alles in derselben Runde zuzunehmen. Das sind jetzt also die Aussichten für mich in den nächsten Wochen. Diese ganz tollen Farben zu stricken und diesen wunderschönen Pullover, auf den ich mich sehr freue. Ja, wie sieht es bei euch aus? Was strickt ihr gerade? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich hatte auf jeden Fall Spaß und hoffe, dass ihr auch Spaß hattet mit mir in den letzten paar Minuten. Und sage ich auf jeden Fall bis ganz bald. Ciao!